Hallo Hallo, wir sind Tine und Olli. und wir wohnen im ehemaligen Pferdestall und in der Wohnscheune. Da führt sogar eine Brücke durch. Kommt mit, wir zeigen es euch. Wir stehen jetzt hier auf der Brücke in unserer Wohnscheune, mitten im offenen Scheunenbereich sozusagen. Auf der Seite lag das Stroh bis unters Dach, weil unten drunter der Pferdestall war, sodass man das Stroh in den Pferdestall befördern konnte. Und auf der anderen Seite der Brücke lag Heu bis unters Dach gelagert. Die Brücke haben wir hier reingebaut, um beide Gebäudeteile zu verbinden. Dadurch haben wir einen Blick von ca. 25 Metern in beide Bereiche. Genau, die ganze Strecke lang. Und wenn man möchte, kann man auch in die Küche schauen, in den Essbereich und was gekocht und gegessen wird. Bevor es diese Brücke gab, war hier ein Zwischenboden auf der Höhe, der eigentlich nicht benutzbar war, weil der einfach viel zu hoch war. Und deswegen haben wir uns entschlossen, diese Balken rauszusägen, rauszunehmen. Und wurde dann hier diese Stahlkonstruktion eingebaut und diese Holzzangen überall, dass das Haus nicht auseinanderklappt und zusammenfällt. Genau, und gemeinsam mit dem Architekten haben wir uns dann diese Stahlstähle einfallen lassen, die Säulen, die schräg im Raum stehen. Und die waren super präsent, als wir hier im Rohbau standen. Und dann haben wir uns überlegt, die einfach knallorange anzustreichen. Wir gehen jetzt runter in die Küche, wir nehmen euch mit. Und die Küche befindet sich genau unter der Brücke. Wir gehen jetzt durch den nicht mehr vorhandenen riesigen Heuberg. Die Küche ist in Wildeiche gehalten. Ich habe mir unbedingt diese kleine Insel gewünscht. Und das Besondere ist vielleicht, dass wir die Küche um den sechsflammigen Herd drumherum gebaut haben, denn den hatten wir schon in unserer alten Wohnung. Ja, der Herd, der musste sein, ne? Das musste drumherum gebaut werden. Meine Oma hat auf Gas gekocht, kocht immer noch und das ist einfach ein Highlight für uns, genauso wie diese Edelstahlplatten. Für uns im Küchenstudio leider nicht bezahlbar und dann kam die Idee, zum Stahlhändler zu gehen, einfach Stahlplatten zu kaufen und mit einem Freund haben wir dann da so lange gebastelt, dass wir das im Prinzip aus einem Stück, also hier einmal und auch hier diese Ecke, gefertigt haben, geschweißt haben und das ist auch wirklich nahtlos und wir sind super zufrieden mit dem. Genau, und manche denken vielleicht, das fühlt sich ein bisschen wie im Krankenhaus oder in einer Großküche an, aber wir mögen Edelstahloberfläche sehr gern, hatten es schon in der alten Wohnung und der erste Kratzer ist dann das Highlight, weil dann sieht man, dass Leben drin ist in der Küche. Hier ist unser Essbereich. An dem Tisch, den kann man ausziehen für 12 Personen, haben wir die Schweizer Kante, die finde ich besonders schön. Und oben drüber ist zum einen die Brücke, die uns als Decke dient, damit es hier gemütlicher ist. Das macht wirklich also ein schönes Gefühl, wenn man am Tisch sitzt. Und hier ist vom alten Pferdestall, das ist so eine Art Ackerschleppe, da war also vorne das Pferd eingespannt und zog einen Pflug oder eine Egge über den Acker. Da haben wir eine Lampe draus gebastelt. Das ist hier eine typische Durchgangsscheune, weil hier ist ein großes Tor, wo der Heuwagen voll reingefahren ist. Und dort ist das Tor viel kleiner, weil der Wagen leer war und dort wieder rausgefahren ist. Hier war alles super dunkel. Es war offener Lehmboden, die Wände waren nackt. Es war also nichts vorhanden, nur eine Glühbirne hing drin. Und dann haben wir die Scheunentore eben ausgetauscht und verglast. So, jetzt nehmen wir euch einmal mit raus in unseren Vierseithof. Wir bewohnen, also Olli, Elvis und ich, unser Sohn Elvis und ich, bewohnen diesen Teil des Hofes. Das geht so über Eck. Und meine Mutter wohnt auf dieser Seite des Hofes. Das geht ebenfalls über Eck. Mit diesem Hof verknüpfe ich auch ganz viele Kindheitserinnerungen. Denn schon Mitte der 80er Jahre sind meine Eltern und mein Bruder mit mir hierher gezogen. Aus Berlin kamen wir damals, um die Großeltern zu unterstützen. Und jetzt hat sich sozusagen die Geschichte wiederholt und meine Mutter brauchte Unterstützung. Ja, und falls ihr euch fragt, wie man das wuppen kann, wir haben ein Jahr lang komplett entrümpelt. Ja, wirklich alles voll, nicht nur Heu und Stroh, sondern eben auch Materialien, also es war alles einfach voll in den Ställen und in der Scheune. Und haben alles, was wir selbst machen konnten, auch
selbst gemacht. Ja, und das haben wir unter anderem den Tiefbau mit Freunden gemacht, die Elektrik mit Unterstützung der Familie und ja, alles Mögliche halt, was machbar war. Ja, man könnte sagen, wir sind Eigenleistungsmillionäre. Wow. Ja, kommt mit in den Eingangsbereich. Hier standen früher die 2 Pferde, das war also der Pferdestall. Eins guckte hier raus aus unserer heutigen Eingangstür und eins guckte hier hinten aus dem jetzigen Fenster raus. Hier habe ich also als Kind schon knietief im Stroh- und Pferdemist gestanden und die Pferde standen entsprechend erhöht. Heute haben wir ja Sichtestrich, aber damals eben hier im Stall und haben hier an dem Balken geknabbert. Das sieht man auch heute noch ganz gut. Hier haben wir nochmal einen Stahlträger. Der war aufgrund der Spannweite dieses Balkens erforderlich und natürlich auch wieder in der Knallfarbe, einfach weil es uns gefällt. Ja, und hier ist unser kleines Gästebad. Komplett schwarz, sogar die Decke ist schwarz. Haben wir uns mal getraut, aber ich finde es ganz gut gelungen. Und dann, ich wollte unbedingt eine Pferdetapete und habe dann aber nur so Kindertapeten gefunden und dachte, das war alles ganz kitschig. Und dann habe ich diese extra kitschige Einhorntapete gefunden. Ja, und jetzt haben wir einen richtig schönen Einhornstall. Also über dem ehemaligen Pferdestall wurde ja das Stroh gelagert und da ist jetzt das Kinderzimmer. Ja, hi, ich bin Elvis und kommt gerne mal mit in mein Zimmer. Hier fällt vielleicht, wenn man eintritt, gleich die 2 Möbelstücke auf. Die habe ich jetzt letztens erst selbst gebaut. Das ist so meine Leidenschaft. Ich mache eine Ausbildung gerade als Industriemechaniker. Das sind unsere gemeinsamen Projekte. Ich bin der Metaller, Papa ist eher der Holzmensch. Wir haben dann die Schubladen gebaut und genau die ganzen Hölzer, da hat Papa mich dann unterstützt. Und bevor ich mit dem ganzen Schweißen begonnen habe überhaupt, das hat schon ganz viel früher mit dem Handwerklichen begonnen, mit dem Hausbau. Wir haben nämlich ganz am Anfang den ganzen Tiefbau von den Räumen gemacht und ich habe meine ganzen Ferien investiert, da die Rohrleitungen zu verlegen und zu schachten. Und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und da habe ich auch meine Leidenschaft zum Handwerk überhaupt erstmal so richtig gefunden. Das war echt total cool, was Elvis hier gemacht hat in seinen jungen Jahren. Da alleine gebaggert und gemacht und getan. Ja, da habe ich wirklich viel Erfahrung gesammelt. Und ich sage mal, früher war das auch schon immer mein Wunsch. Da habe ich hier, ich glaube in der 3. oder 4. Klasse einen Zettel geschrieben und da steht in einer Zeile schon, ich möchte auf dem Bauernhof von meinem Opa leben. Ich sage mal, jetzt hat es sich verwirklicht. Ja, was euch hier vielleicht zum ersten Mal auffällt, ist, dass wir diese knietiefen Fenster haben, dass aus der Not eine Tugend gemacht wurden, weil wir nicht höher konnten, weil hier dieser Spann oben ist. Und dieser ganze Dachaufbau hat das nicht zugelassen. Um Licht in die Zimmer zu bekommen, ist hier dieses Fenster eingebaut worden, halt knietief. Am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, aber wenn man dann einmal in der Position halt sich hinlegt, sitzt und so weiter, kann man wunderbar rausgucken. Und das ist echt ein richtig schöner Blick, wie wir finden. Was ihr hier seht, ist auch noch ein Gründach, weil wir dachten, einfach nur ein schwarzes Dach hier oben ist auch nicht perfekt. Und wir wollten uns einfach mal ausprobieren und haben dieses Gründach das als Experiment gewagt und getan. Ich finde es halt echt sehr, sehr schön, wie sich das jetzt auch entwickelt hat. Jetzt nehme ich euch mal mit über den kurzen Weg über die Brücke zur Tine in den Wohnbereich. Ja, hier ist es jetzt noch mal so ein kleiner Vorraum von unserem Wohnzimmer. Und man kann an dem Fenster erahnen, was es mal war. Denn das war ursprünglich eine Heuluke, also mit einem Bretterverschlag zu öffnen. Und man konnte mit langen Gabeln das Heu durch die Luke hier reingeben und lagern. Und ich kann mich auch noch gut erinnern, dass ich das als Kind sehr, sehr oft machen musste. Und wir haben dann hier lustige Spielchen mit den Kindern gemacht, sind runtergesprungen ins Heu und haben Überschläge gemacht und sowas. Da gab es auch mal eine Platzwunde. Aber naja, hier steht auch noch
Das alte Pferd von meinem Vater, das ist aus seinen Kindertagen, aus den 50er Jahren, hat nur noch ein Ohr, weshalb es auch als Einhorn durchgeht, würde ich sagen. Ja, und auf der Seite kommen wir dann zum etwas moderneren Bereich. Da versuchen wir so oft wie es geht Sport zu machen. Müsste man natürlich öfter machen. Aber Stichwort modern. Ja, apropos modern. Wir haben zwar hier alt aussehende Schalter, verbirgt sich aber moderne Technik dahinter. Das Haus ist Smart Home ausgestattet. Moderne Technik im alten Bau. Also unsere ganze Scheune besteht ja aus Sichtbalken. Und die sollten natürlich auch sichtbar bleiben. Und am Anfang hatten wir die Idee, das können wir abschleifen und es geht bestimmt ganz schnell. So, das war Tines nach dem ersten Meter und 4 Stunden später kam Tine an, das geht doch nicht so einfach mit Abbürsteln. Bin ich auf die Suche gegangen, wie kann man das noch machen. Sandstrahlen ging nicht, weil schon alles fertig eingebaut war. Und dann kam die Idee, Trockeneis zu strahlen. Und dann war das ganze Thema in 2 Tagen erledigt. Der Dreck von 100 Jahren fiel einfach zu Boden und das Trockeneis ging in Luft auf. Hier laufen die beiden Gebäudeteile von dort und von hier zusammen, genauso wie diese beiden Dächer dazu, das Sattel- und das Pultdach. Hier laufen eben auch ganz viele alte und neue Balken zusammen und das ist einfach ein schöner Platz. Hier war früher eine kleine Mauer, die die Gebäudeteile voneinander getrennt hat. Und der Gebäudeteil führt jetzt in mein Büro, ins Schlafzimmer und ins Bad. Hier haben wir das Bad eingebaut, unser Bad. Auch ein Lichtband haben wir oben reingemacht, um halt ein bisschen indirektes Licht zu bekommen, dass es nicht ganz so dunkel ist, trotz des Oberlichtes. Macht halt einfach ein schönes Flair auch. Und dann hat die Tine noch einen Wunsch gehabt. Genau, ich habe mir diese Laufschiene mit den Rollen gewünscht, damit das so ein bisschen Scheunencharakter behält. Und hier haben wir uns auch für ein Glasfenster entschieden, damit weiter Helligkeit ins Bad kommt. Kommt mit ins Bad. Hier haben wir eine T-Lösung gewählt. Das heißt, dahinter befinden sich auf der einen Seite die Dusche und auf der anderen Seite das WC. Und davor haben wir die Badewanne platziert. Und das war ein richtiger Act, die überhaupt hier reinzubekommen. Ja, genau, die Brücke war, also es war noch keine Brücke da, es war noch keine Treppe da. Und wir haben das auch wieder mit Ketten- und Seilzug und zu zweit hier hoch geschafft, und, weil die unbedingt eingebaut werden musste. So, und jetzt werfen wir noch einen Blick in unser Schlafzimmer. Und damit sind wir auch am Ende dieses Gebäudeteils angekommen. Das heißt, hier ist die Außenwand. Hier war auch im Prinzip nur eine kleine Luke, ein Holzverschlag gewesen, total dunkel. Wir haben diese Holzluke vergrößert, das wurde auch reingeschnitten in diesen Ziegel und haben jetzt im Prinzip dieses schöne große Fenster mit Blick nach draußen. Einen Kleiderschrank sucht man hier vergeblich. Stattdessen haben wir hinter der Wand ein Ankleidezimmer eingerichtet. Und das ist genau hälftig für Olli und für mich. Und unser Schlafzimmer ist jetzt an diesem Ende und das Kinderzimmer ist ganz am anderen Ende des Ls. Und das ist auch gut so. Es funktioniert. So, jetzt sind wir im Gebäudeinneren fertig und ich möchte euch gerne noch 2 Lieblingsorte zeigen und dafür müssen wir rausgehen. Jetzt sind wir in der Kaltwerkstatt. Das war unser allererstes Projekt an dem ganzen Hausbau. Wir haben hier komplett alles entrümpelt, weil es voll stand, den Fußboden gemacht, und von hier aus haben wir dann wirklich angefangen zu sanieren. Und jetzt ist es Elvis, der Master. Ja, das ist jetzt im Prinzip meine Schweißerhöhle. Hier sind die ganzen Schweißprojekte mit jetzt der neuesten Errungenschaften, eine CNC-Anlage, wo ich auch so mich noch mehr austoben kann. Hier habe ich die Regale zum Beispiel aus meinem Zimmer gebaut. Und hier verbringe ich die meiste Zeit und setze ziemlich viele Projekte um. Ja, und nicht nur die Jungs haben ihren Lieblingsplatz, auch ich habe meinen Lieblingsort. Das ist der große Bauerngarten. Wir haben 3.500 Quadratmeter Fläche. Das war vorher hauptsächlich Ackerfläche mit Kartoffeln, Rüben, Mais und so weiter. Und inzwischen haben wir geschwungene Wege, Blumen, Stauden und ganz viele Sitzplätze, um das auch zu genießen. Und das machen wir auch. Das ist ein richtig toller Wohlfühlort.
So, das war's mit unserer Roomtour. Wenn es euch gefallen hat und ihr vielleicht auch noch ein spannendes Objekt habt, dann bewerbt euch gern. Hier sind noch weitere Videos. Und wir sagen ciao. Ciao. Ciao.